So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Crimes and Punishment, Sherlock Holmes. Ja. Ich habe mal den Fall untersucht mit dem Seemann, der von einer Harpune aufgespießt wurde, und wollen jetzt ein kleines Experiment an einem Schwein durchführen. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen soll, aber wir gehen zum Metzger und ja, ich hoffe mal, das Schwein wird schon tot sein. Da ist die Metzgerei. I need to take a harpoon with me. Er muss ja schnell eine Harpune mitnehmen. Okay, und die Harpune. Ich weiß, wo eine wäre. Und zwar am. Okay. Müssen wir erst an den Schauplatz des Mordes zurück. Ja, hier ist das Experiment. Warum wir das machen müssen. Ja, ich muss erstmal an den Schauplatz des Mordes zurück und da noch eine Harpune mitnehmen. Weil der Metzger hat halt nur das Schwein und keine Harpune. That should do it. Now I am ready for the experiment. Okay. Dann kann ich hier nochmal die Map öffnen. Geht's hier irgendwie die Map? Was war denn das hier? Was ist denn das? Das sind so verschiedene Dinge, ne? Ah, okay. Auf X. Schon voll vergessen. Ja, wir begeben uns zu der Metzgerei und harponieren ein Schwein. Na, okay. Ich muss wenigstens nicht mehr das Schwein töten oder sowas, ne? Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Oh Gott, mit links auch noch. Aber mit werfe ich. Okay, erstmal grob Ziele. Womit? Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Okay, einfach mit X, mit A. Oh nein! Ach, wow, in der Luft bleibt das sogar stecke. Ach Gott, oh Gott. Das ist ja richtig schwul, ey. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Ah ja. Das ist funktioniert, so wie es aussieht, ne? This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes.
Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Oh, Watson. Was da verschiedene Dinger sind? Wo gehen wir jetzt hin? Schon wieder zurück. Oder gehen wir nach Scotland Yard? Zu Scotland Yard. Den Ring haben wir ja auch identifiziert. Mr. Holmes? Ein Gespräch. Ich glaube, wir müssen wieder ins Verhörzimmer, schätze ich mal, ne? Locked. Locked. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Der Mord an Peter Carey? Ja, gut. John Nelligan scheint keine gewöhnliche Einbrecher zu sein. Welche Rolle spielt er in diesem Fall? Schiffslogbuch. Schiffslogbuch, okay. Schiffslogbuch. Schon ganz schön viel hier hin und her gereise. Ich habe hier nichts aufgeraucht nicht. Peter Carey raucht nicht. Nötige Kraft. Nötige Kraft. Ne, das würde ich. Es bedarf einer viel größeren Kraft als die einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist auch Training erforderlich. Zwei Personen könnten zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Es besteht die geringe Möglichkeit, dass es einen untrainierten und durchschnittlich kräftigen Person gelingen könnte, Peter Carey mit einer Harpune an der Wand aufzuspießen. Ich glaube ja, das ist halt schon eher jemand war, der... Naja gut, das habe ich die eine Seite hergeleitet. Okay. Ja, aber ich tue es mal. Glück schließe ich mal aus, ne? Was gibt's noch zum fehlende Blechkiste? Einbruchsversuche. Das passt alles nicht.
Also fehlen uns definitiv noch Indizien. Okay. Schiffslogbuch. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it if needed. Ja, witzig. Ich brauche doch das Ding, oder? Ich muss doch hier Schiffslogbuch für das Jahr 3. Könnte Licht in das Dunkle hinsichtlich der Verbindung zwischen... Hä? Inspektor, okay, das ist wieder hier das gleiche wie vorher, ne? Das Schiffslogbuch. Das Schiffslogbuch ist wohl nicht bei mir im Besitz. Beziehungsweise... My archive. My archive. Muss ich wohl... I can Da muss ich... Oh, ich rede mal mit Watson, was der so sagt. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. A map of London and the surrounding area. Da müssen wir nochmal nach Woodmansley. Er hat schon erledigt, steht auf jeden Fall. Was wollte er? Den Ring geklaut? Nee. Beziehungsweise hat er den Ring zurückgeholt. Oder hatte er den schon vorher? Ich glaube schon, weil schon halt mir den da gefunden. Naja. Was hat man für die Blechbox? Was ist das? Das ist von der Ansicht hier. Ich war nochmal mit ihr, hat sie irgendwie ein Logbuch. Who could do such a thing? My poor husband. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Was muss ich machen? Mit wem muss ich quatschen? Ja, ich untersuche den Mord, den habe ich ja untersucht. Was soll ich da noch großartig tun? Scotland Yard vielleicht nochmal gehen? Ich raff's nicht. Und jetzt fängt er schon früh an mit planlos sein. Ich bin nichts mehr Neues. Notizbuch. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Nein. Ich habe ihn doch schon mal gefragt wegen Notizbuch irgendwas, oder nicht? Suchen wir nochmal auf und... Ich konnte glaube nur großartig mit dem reden, oder? What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done nothing. Das ist echt ein bisschen strange. Mr. Holmes? Gibt's hier noch irgendjemand anderes? Was geht hier? Hier war ich auch schon. Die Leiche ist noch nicht hier oder so. Jetzt scheinbar auch nichts. Für mich zum Untersuchen, so wie es aussieht. Keine... Gut, ist ja auch nicht nötig. So.
rein. Was geht da? Was ist das hier? Die Gegenstände von These ihm, are the genau. suspect's belongings. These abbreviations mean something, but what? Das ist halt die Sache. Das habe ich schon untersucht, das habe ich schon untersucht. These abbreviations mean... Jetzt hier ist nichts, oder? Das ist doch alles. Ja, ich habe ihn schon gefragt nach dem Notizbuch. What am I doing here? I've done nothing wrong. Ja, doch, du hast eingebrochen, Alter. Du bist schwer. Bist du sicher, oder was das sein muss? Mr. Holmes? Okay. Naja, so wie es aussieht. At your service, Mr. Holmes. Verstehe es nicht ganz, also eigentlich. Eigentlich muss ich doch das Schiffslogbuch für das Jahr 1883. Das brauche ich. So, jetzt besorgen Sie sich eine Harpune für das Experiment. Das habe ich erst gemacht. Was mache ich jetzt? Draußen gehen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Komisch. Ich wüsste halt auch nicht, was ich jetzt machen muss, also von wegen. Ich komme hier jetzt so nicht weiter, ne? Ich muss doch in meinem Archiv. This is where I keep my archive. My archive. Warum kann ich da nicht drauf zugreifen? My Ich verstehe es nicht. archive. I can all... Ich verstehe es nicht. Erstmal eine Runde Penner. Geht auch nicht. Toll, super. Kleiderschrank, bringt alles nichts. Helf mir doch mal, Watson, Mann. Was steht hier? My analysis table. It is useful for my work. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Ja, aber wisst ihr, dass das nicht ist, Mann. So ehrlich gesagt, komme ich hier gerade echt nicht weiter. Ich habe keinen Plan, was ich tun soll. Untersucht Sie den Mord an Peter Carrier. Das haben wir ja wohl schon getan, oder nicht? John Nelligan scheint kein gewöhnlicher Einbrecher zu sein. Welche Rolle spielt er in diesem Fall? Das Schiffslogbuch. Okay. Ich meine, wir können mit ihm nicht mehr großartig reden mit John. Den Mord haben wir ja auch eigentlich ganz genau untersucht. Gibt es auch nichts mehr zu entdecken. Nur das Schiffslogbuch, das haben wir noch nicht. Aber wo ist das Schiffslogbuch? Wo findet man dieses Ding? Ich glaube, wir suchen mal in der nächsten Folge weiter. Ja, sorry, dass es jetzt gerade ein bisschen stockt, aber nachschauen will ich halt auch nicht direkt, ne? Naja. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hofft wenigstens das Schwein zu harmonieren hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Ich sage bis zum nächsten Mal und adieu.